Hi, mein Name ist Justin und ich begrüße euch ganz recht herzlich zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Wie soll ich das jetzt am besten erklären? Also, es ist vieles in den letzten Wochen und Monaten passiert, weshalb ich mich natürlich gerade hier ganz woanders befinde. Und ich kann euch eins verraten, natürlich nicht in Deutschland, sondern vielleicht habt ihr das ja schon im Thumbnail erkannt. Und zwar befinden wir uns hier in Irland, genauer gesagt in der Hauptstadt von Irland. Und wie ihr es vielleicht wissen könnt, wenn ihr in Geografie gut aufgepasst habt, es ist natürlich Dublin. Und Dublin ist wirklich eine gigantische Metropole tatsächlich für so eine kleine Insel hier. Wie ihr hier wahrscheinlich auch im Hintergrund sehen könnt, hier ist sehr viel los. Wir haben heute den Samstag und trotz des schlechten Wetters und trotz des starken Windes ist hier sehr viel los in den Straßen von Dublin. Genauer gesagt hier in O'Connell Street. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Weshalb es dazu gekommen ist, dass ich mich jetzt hier tatsächlich in Dublin befinde und nicht in Deutschland, das werde ich euch in diesem Video erklären. Aber ich würde einfach mal sagen, wir werden jetzt mal die Location wechseln, weil hier lässt sich das nicht so gut drehen mit dem Video. So Leute, einen kleinen Location-Switch meinerseits. Diesmal befinde ich mich aber bei meiner Gastfamilie in meinem winzig kleinen Zimmer. Warum ich denn jetzt eigentlich in Dublin bin? Also, in den letzten Jahren auf meinem Kanal war es relativ still um mich rum. Das hat den Grund, dass ich natürlich aufgrund meiner auszubildenden Art und Weise sehr viel um die Ohren hatte. Ja, war ich relativ inaktiv gewesen, aufgrund des ganzen Stresses, aufgrund des ganzen Lernens, aufgrund meiner Familie und so weiter und den ganzen Ehrenamt, was ich drumherum noch habe, hat sich das halt so hingestaut. Aber in den letzten 2 Jahren habe ich mein Fachabitur tatsächlich angestrebt und habe auch tatsächlich meinen Abschluss bekommen. Nach dem Abschluss, das war vor den Ferien, beziehungsweise nach den Ferien, weil ich noch meine Matheprüfung nachschreiben musste, habe ich mich tatsächlich für das Erasmus Plus Programm beworben, genauer gesagt schon letztes Jahr. Für die, die nicht wissen, was Erasmus Plus ist, das ist ein Programm der Europäischen Union, um ein Praktikum in Europa machen zu können. Es gibt gewisse Schulen, die in Deutschland mit dem Programm kooperieren. Da das bei uns als Fachabiturklasse zur Verfügung gestellt wurde, war ich da anfangs erstmal ganz schön skeptisch darüber, ob ich das machen soll oder nicht. Wobei sich das dann in den letzten Jahren dann so entwickelt hat, dass ich dann doch Interesse hatte daran und habe mich dann für Irland entschieden. Irland deswegen, weil Irland das einzigste europäische Land ist, was hauptsächlich Englisch spricht, neben Irisch. Irisch ist übrigens auch eine Sprache und das ist ein ganz großer Unterschied zwischen Englisch. Aber trotzdem wird hier meistens Englisch gesprochen. Großbritannien ist natürlich nicht mehr wegen dem Brexit-Austritt aus der EU, deswegen kann ich das leider nicht machen. Es gibt zwar auch Nordirland und das hätte zwar auch gegangen nach meinem Gewissen, allerdings wäre das natürlich mit einem Reisepass verbunden und den hatte ich natürlich nicht. Genau, das Ganze wird für 9 Monate für mich stattfinden, bedeutet Ende der Sommerferien bis ins nächste Jahr hinein, circa Juni oder so, 10. Juni müsste das sein. Bis dato werde ich mein Praktikum hier machen. Es sind jetzt schon mittlerweile 3 Wochen vergangen, ich weiß. Erstmal musste ich diese Wochen für die Verarbeitung benutzen, weil Irland ist halt schon ein ganz großer Unterschied im Gegensatz zu Deutschland, wenn es zum Beispiel um das Klima geht. Es ist kälter, windiger und milder aufgrund des Golfstroms, was an Irland vorbeifließt. Die Supermärkte sind ganz anders, auch wenn Lidl und Aldi es natürlich hier gibt, aber natürlich sind die Produkte hier ganz anders. Und ihr werdet natürlich auch für die nächsten Monate dabei sein, weil ich natürlich jetzt ein bisschen mehr Zeit habe, jetzt wo ich in Irland bin. Deswegen könnt ihr da auch etwas gespannt sein. Ich bin natürlich selber gespannt, was ich für euch machen werde an Content, je nachdem. Das Ganze geht natürlich schon mit dem Video los, das wollte ich natürlich auch nochmal loswerden. Und zwar ist das Ganze hier mit meinem neuen iPhone gefilmt worden in 4K 60 Frames tatsächlich. Ich weiß nicht, wie die Qualität ist. Das Ganze nehme ich jetzt gerade mit meiner Frontkamera auf, also sprich die Kamera, die am Display ist. Und das ist echt erstaunlich, wie das Ganze mit dem iPhone so läuft und der Video- und Bildqualität. Allerdings ist es das jetzt das erste Mal. Das iPhone habe ich durch mein Geburtstagsgeld gekauft und bin echt zufrieden. Aber das ist natürlich wieder ein ganz anderes Thema. Genauso wie der Sound, der gerade hier von diesem Ansteckmikrofon kommt. Das Ganze habe ich mir auch vor ein paar Monaten neu zulegen lassen. Von Holyland, das Lag M1 müsste das, glaube ich, sein.
Sehr praktisch, ist angelehnt an die AirPods von Apple mit ihren Ladecase, die man auch hier per USB-C laden kann. Man klappt es auf und dann gibt es hier noch, kann man da das Mikrofon in den Empfänger rausholen. Echt praktisch. Aber wenn euch das mehr interessieren sollte, dann könnt ihr mal gerne einen Kommentar da lassen. Dann kann ich ja dazu noch ein Video oder sowas machen, wenn euch solche Technik-Sachen interessiert. Oder wenn es euch interessiert, wie ich dieses Video zum Beispiel drehe, dann ja, schreibt einen Kommentar und lasst einfach einen Daumen hoch da, wenn euch dieses Video wenigstens gefallen tut. Weil ich gebe mir Mühe, das Ganze wenigstens abwechslungsreich zu gestalten und auch die Schnittweise und auch das, was ich euch gerade so an Infos weitergebe. Genau, ich bin echt gespannt, was jetzt aus den Monaten werden wird. Aber wenn ihr natürlich auch in eurer Schule, wenn ihr in der Schule seid, keine Ahnung, auch dieses Programm habt, dann fragt einfach euren Lehrer oder Lehrerin oder bei der Schulleitung oder beim Sekretariat und lasst euch da einfach mal informieren. Weil vielleicht könnt ihr ja auch sowas mal machen, weil das ist echt spannend, mal diese kulturellen und einfach mal andere Länder mal neu kennenzulernen. Probiert es einfach mal aus, es ist mega spannend und es gefällt mir bis dato, auch wenn ich hier ganz alleine bin. Am besten ist es natürlich zu zweit oder zu dritt, wobei zu dritt ist natürlich schon stressiger, weil jeder natürlich seine eigene Meinung hat und jeder was anderes machen möchte. Da ist man natürlich, wenn man alleine unterwegs ist, natürlich im Vorteil, wenn man etwas unternehmen möchte, da man natürlich nicht auf andere angebunden ist. Aber ich würde euch trotzdem empfehlen, zu zweit irgendwo hinzureisen, weil sonst ist das halt natürlich auch ein bisschen langweilig. Ja, so, ihr seid jetzt informiert. Und ich hoffe, ich habe euch genug informiert. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Vielleicht kann ich euch in der Zwischenzeit oder habe euch in der Zwischenzeit ein paar Aufnahmen gezeigt von Dublin und ringsrum mal. Wenn euch das gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Wie gesagt, schreibt einen Kommentar, wenn euch irgendwas am Herzen brennt. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.